Sie nehmen eine mehrstündige Fahrt auf sich, um von einem Ärzteteam begutachtet zu werden. Der Weg zur Klinik ist ihre erste Chance, eine Behandlung zu erhalten. Eine Fahrt durch Ugandas vollgepackte Straßen, alles scheint etwas chaotisch, doch irgendwie läuft's. Eine Woche lang begleiten wir eine hessische Hilfsorganisation aus Usingen nach Uganda. Eine Woche, in der wir auf bewegende Schicksale treffen. Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt und vergessen werden. Die trotz ihres Lebens in Armut und Abgeschiedenheit ihr Lachen nicht verloren haben. Es ist Regenzeit in Uganda. Erste Hürde heute, den Bus aufs Schulgelände bringen. Doch der Boden ist völlig aufgeweicht. Keine Chance. Jetzt müssen alle mit anpacken. Einige der Kinder mit Gehbehinderung werden zum Bus getragen. Sie sollen zu einer chirurgischen Klinik in den Osten Ugandas gebracht werden. Dort werden wir jetzt hier diese Kinder vorstellen, ein Ärzteteam. Die werden dort checken, ob da operativ was machbar ist. Carsten möchte den Kindern helfen lassen. Sie fahren zum Lamu Medical Center nach Jinja. Vor Ort geht's dann erstmal bürokratisch zu. Alle Kinder müssen angemeldet werden. Viele von ihnen haben sogenannte Klumpfüße, angeborene Fehlstellungen. Ja, man kann hier sehen, wenn für die Kinder da nichts gemacht wird, medizinisch, operativ, dann sieht das so aus, dass die dann auf dem Boden schleifen mit dem Fuß und dann sowas entsteht. Und das geht natürlich gar nicht. Das kann sich infizieren, das sogar amputiert werden muss. Wir werden heute uns die Füße auch angucken von der Anatomie, dann eventuell Aufnahmen machen. Diese Aufnahmen gehen zu Spezialisten in Deutschland. Und dann wird ein Ärzteteam kommen und was möglich ist für die Kinder tun und operativ diese Füße korrigieren. Wir werden dann im Nachhinein, das nennt sich Orthesen, das sind so Lagerungsschalen, diese Füße dann erstmal fixieren und dann nach und nach, so hoffen wir und wünschen wir uns das, die wieder ins Laufen kriegen. Ne? 15 Kinder sollen untersucht werden, das dauert den ganzen Tag. Die Hoffnung bei allen ist groß. Doch am Ende kann leider nicht jedem Kind geholfen werden. Cecile lebt seit 6 Jahren in Uganda. Sie kümmert sich um alles Bürokratische bei der Hilfsorganisation. Schwierig ist sicher, dass du nicht allen helfen kannst. Am liebsten möchtest du natürlich, dass die Kinder wieder laufen, dass sie ein normales Leben führen können. Du kannst aber nicht allen helfen. Und da muss man sich manchmal auch ein bisschen distanzieren in der Art, dass man sagt, okay, wir tun, was wir können. Und es ist natürlich immer schön, wenn man die Kinder trotz allem lachen sieht. Im Behandlungszimmer bei Dr. Oneka Francis ist Naruka die erste Patientin. Beide Beine der 10-Jährigen haben Fehlstellungen. So from my side, she's walking the whole life on that points. But we have to check what is it. When the patella can make problem here, that is a sharp corner. Da könnte man im Prinzip den Unterschenkel, der nicht funktionell ist, komplett entfernen und dann sie mit 2 Knieartikulationsprothesen versorgen. Dann hätte sie Prothesenknie, die funktionell wären und würde dann eben auch, ja, ich sag mal, auf ein Niveau den Körper bewegen, der dann eben auch ja, menschenwürdig ist. Weil so ist sie natürlich immer unten und Leute blicken auf sie herab. Isaac soll Narukas Vater jetzt erklären, welche Behandlung für seine Tochter sinnvoll ist. And that she needs also a lot of training with the prosthesis. Yes. Yeah, that is not so easy. Mhm. Das Gute, eine OP ist möglich. Ende des Jahres kommt ein Ärzteteam aus Deutschland, das den Eingriff übernehmen könnte. Nach der Operation würde Naruka dann Prothesen erhalten. Es gibt allerdings ein Problem. Problem ist, wer bezahlt das Ganze, die Nachbetreuung, wo wird die Wundversorgung stattfinden. Wir haben zu der Klinik nochmal eine Partnerschaft hier in Jinja mit einer anderen Klinik, weil hier kann nur postoperativ eine Woche verblieben werden. Und dann werden wir sie verlegen in die andere Klinik und
darum geht es dann halt, um die Finanzierung, Wundversorgung, Medikamente, die Dinge. Dieter ist seit 2,5 Jahren Werkstattleiter bei Pro Uganda. Er wollte raus aus Deutschland, aus dem Trott seines damaligen Arbeitslebens, und er will mittellosen Menschen helfen. Jedes Schicksal ist auf eine andere Weise hart, nur hier hast du halt keinen sozialen Background. Hier hilft den Leuten ja niemand. Hier gibt es keine Versicherung, hier gibt es keine sozialen Strukturen, statischen sozialen Strukturen, die behinderte Menschen auffangen. Und das berührt einem natürlich noch viel stärker, weil selbst wenn man das möchte, finanziell ist man selbst ja gar nicht in der Lage, so vielen Leuten zu helfen. Ich hatte den krassesten Fall hier, das war ein Oberschenkelamputierter, der kam mit einer Prothese an, die war 25 Jahre alt. Und wir kennen halt so einen Versorgungszyklus von zwischen 3 und 5 Jahren in Europa, wo du eine Neuversorgung machst. Und die basteln sich die halt irgendwie damit irgendwelchen Fahrradschläuchen und irgendwelchem Zeug zusammen und kommen halt irgendwie klar mit dem, was sie haben. Fred ist der Gründer der integrativen Schule, aus der die Kinder am Morgen abgeholt wurden. Der 53-Jährige ist selbst kleinwüchsig, zu helfen, seine Lebensmission. Wir haben die Schule gegründet, da es so viele negative Reaktionen auf Kinder mit Behinderungen gibt. Sie werden nicht zur Schule gebracht, erhalten keine medizinische Versorgung. Ich habe daher entschieden, ihnen eine Chance zu geben. Aber ich wollte nicht nur eine Schule für Kinder mit Behinderung, sondern eine, in der alle gemeinsam lernen. Den Lebenstraum vom Helfen hat auch Dieter. Für den 64-Jährigen bedeutet das allerdings, dass er monatelang getrennt lebt von seiner Frau und der Familie in Deutschland. Das ist wirklich so ein Punkt, wo man sagt, ab einer bestimmten Zeit wird es schwerer und schwerer. Und wir versuchen, das jetzt halt für uns zu klären, kann das hier ein gemeinsamer Lebensort sein für einen längeren Zeitraum oder wird es halt was sein, das für mich auch hier irgendwo endet und ich gehe zurück. Ein langer Tag geht zu Ende. Von den 15 Kindern werden aus unterschiedlichen Gründen vorerst nur 4 operiert werden können. 5 weitere erhalten von der Hilfsorganisation Orthesen oder einen Rollstuhl. Für Carsten immerhin ein kleiner Erfolg. Ich bin ja überwiegend mit einem Team in Deutschland tätig, um Spenden zu bekommen und drumherum und Vereinsbuchhaltung und was da alles dranhängt. Und dann weiß man hier einfach, wenn man diese Augenblicke hat, wofür man das macht. Und für diese bin ich eben auch sehr, sehr dankbar. Und morgen? Ein Leben in Ausgrenzung, Abgeschiedenheit und Armut. Der Alltag im Busch Ugandas von Menschen mit Behinderung. Im 4. Teil der Serie.